Am Stand der Firma Dopfer. Dopfer Junior ist hier. Ich grüße dich ganz herzlich, Herr Andreas. Hallo. Hallo. Ja, ihr habt richtig tolle Fahrzeuge. Das Ganze ist Handwerksqualität. Wie viele Fahrzeuge baut ihr im Jahr? Wir bauen ungefähr zwischen 15 und 20 Fahrzeuge im Jahr. Also klein und fein muss man sagen. Die Fahrzeuge, wenn man mal eins bekommt, muss man sagen, der Werterhalt eines Dopfer ist unglaublich, oder? Ja, die ersten Fahrzeuge, die wir vor 30 Jahren gebaut haben, fahren immer noch und sehen auch immer noch genauso aus, wie wir sie ausgeliefert haben. Es ist eigentlich total simpel. Man baut einen eigenen Brand auf, sagt, das hat sich bewährt und das Bewährte soll man auch nicht groß ändern, so ist es. Und die Leute, die das fahren, haben quasi ein Reisemobil für die Ewigkeit, so kann man es sagen, oder? Genau, also die sind auf der ganzen Welt unterwegs und benutzen das auch sehr viel. Ihr kommt aus der Schwäbischen Alb oder wo kommt ihr her? Wir sind aus Bayern, aus dem Landkreis Günzburg. So. Glatt daneben, würde ich sagen, ja. Aber es ist so ein kleines bisschen, ich konnte es nicht so ganz genau verorten, wie das jetzt hier ist, ja. Handarbeit, Multiplex, alles hier Sichtholz, was du hier drin hast, das ist Teil des Konzeptes. Es kann auch ein bisschen schwerer sein, deswegen hier auch die Doppelbereifung. Wir haben das große Chassis hier drauf. Genau, das ist ein 5,5 Tonner Mercedes Sprinter. Einfach weil der Möbelbau sehr stabil gebaut ist und dadurch natürlich auch sein Gewicht hat. Ja, Preis-Leistungs-Verhältnis, klar sind 283.000 viel Geld. Man muss aber fairerweise sagen, dass in Handarbeit, mit wie vielen Leuten seid ihr am Arbeiten? Wir sind 17 Leute im Betrieb und es steckt natürlich auch sehr viel Arbeit in so einem Fahrzeug. Ist das ganz individuell oder habt ihr ganz entsprechend Grundrisse, die fest sind, die ich nicht ändern kann? Wir haben feste Grundrisse, es sind 7 Modelle. Kleinigkeiten kann man immer ändern, aber ansonsten haben wir unsere festen Modelle. So, die Heckgarage, wie man es kennt. Die Einspeisung ist hinten, das ist ganz interessant. Das heißt, ihr könnt es ja individuell bauen. Natürlich steht das Fahrzeug auf Lithium, nehme ich an. Genau, wir haben in den meisten Fahrzeugen Lithium-Batterien verbaut. So, wenn du mal gerade so lieb bist, hier mal gerade aufmachst, dass wir da mal reinschauen. Denn die Klappen, das ist schön gemacht, das ist echtes Holz, oder? Genau, wir haben den kompletten Möbelbau in Echtholz, ein Tischlerplatten mit Echtholzfurnier. Und das Ganze wird dann mit Naturöl geölt. Unten, was ist unten? Boden, ist es Sandwich? Boden haben wir eine Sandwichplatte, die ganze Kabine ist aus GFK. Im Sandwich-Prinzip, wir haben innen und außen GFK, dazwischen Schaum und an der Bodenplatte dann genauso. So, die Seitsfenster auf Wunsch natürlich auch in Echtglas, wenn man das unbedingt haben möchte. Geht das? Das ist kein Problem, Echtglasfenster haben wir auch im Angebot, ja. So, wir gucken mal hinten drauf. Das ist Dopfer, wir haben eine Rundsitzgruppe hinten drin, unverkennbar und wahrscheinlich vorne im Alkoven ist das Bett drin. Ist das jetzt ein Zwei-Personen-Fahrzeug typischerweise hier? Das ist jetzt ein 2-Personen-Grundriss, ja genau. Wie Sie schon gesagt haben, wir haben hinten die Heck-Rundsitzgruppe und vorne den Alkoven mit Längsbetten. Schön. So, ich zeige das mal gerade. Der heißt jetzt Dopfer 422a. Das 422 kommt von? Die Bezeichnung haben wir irgendwann festgelegt, heißt im Prinzip die 4 und die 2 am Anfang, dass er 4,20 Meter Innenraumlänge hat. Die 2 steht für den doppelten Boden und das A steht einfach für Alkoven. Doppelbodenkonzept ist ganz, ganz wichtig. Das bedeutet, das Heizsystem hier wahrscheinlich alte drin. Was habt ihr drin? Genau, wir haben die alte Heizung mit drin und deswegen auch einen großen 80 Liter Gastank im Fahrzeug verbaut. Das ist bei uns Standard. Und haben natürlich den ganzen doppelten Boden auch mitbeheizt, sodass das Fahrzeug komplett frostsicher ist. Fußwarm ist ja auch so ein Thema. Also du brauchst nicht zwingend eine Fußbodenheizung bei dir, oder? Nee, es kommt von unten auch warm. Wir haben jetzt nicht direkt eine Fußbodenheizung verbaut, aber dadurch, dass eben der doppelte Boden auch warm ist, haben wir eine kleine Fußbodenheizung auch. So, GFK kannst du reparieren. Es ist auch sehr steif. Das hat den Vorteil, du kannst ganz anders Möbel bauen. Es wird sich nicht so stark verwinden. Erst steht die Kabine bei euch? Genau, die Kabine wird im Prinzip zusammengebaut, wird aufs Fahrzeug gesetzt und danach kommt der Möbelbau rein. So, und das heißt, das Ganze ist sehr haltbar. Auch das Arbeiten der Möbel ist wahrscheinlich auch viel geringer, weil sich der Aufbau kaum entsprechend verwindet, oder? Hier drauf. Der Aufbau bewegt sich im Prinzip gar nicht. Der ist komplett steif. Das heißt, wir haben auch eine sehr hohe Stabilität. Es gibt nur Mercedes-Benz bei euch? Wir bauen auch auf Iveco. Iveco Daily oder Eurocargo? Was macht ihr? Iveco Daily. Also in der Größe von Fahrzeugen machen wir die Aufbauten. Allrad auch auf Wunsch?
Kein Problem, ja. Kein Problem. So, hier vorne sieht man es, also alles GFK, das heißt auch schlagfest, wenn da mal irgendwas gegenkommt und so, ein Fahrrad mal dagegen fällt, das macht ihm gar nichts, oder? Da passiert gar nichts, nein. So, komm, wir schauen uns das mal an. Hier drin, was ich toll finde, ist, dass du die Zusatzschlösser auch an den kleinen Klappen angebracht hast. Das soll auch so ein bisschen signalisieren, hier kommst du nicht rein, oder? Genau, schreckt natürlich gleich mal ab, wenn man von außen die Sicherheitsschlösser sieht. Und daher haben wir die auch an alle Klappen. Finde ich cool, habe ich noch nicht gesehen, das ist richtig gut. So, hier oben siehst du das Doppelbodenkonzept, also all das ist drin, das fängt schon am Einstieg an, es ist sehr robust gebaut. Wir geben Gas, Simone, denn wir wollen alle Grundrisse mal zeigen und die Geräumigkeit, helles Holz schafft natürlich Raum, oder? Genau, hier haben wir jetzt das Ahornholz, das kann sich der Kunde aber bei uns ganz individuell aussuchen, weil es er da haben möchte. Boah, ist das schön. Der riecht auch toll, wenn du hier reinkommst. Das ist Öl, oder? Genau, das ist natürlich das Echtholz in Verbindung mit dem Öl. Also es riecht nichts nach lackiertem Holz oder ähnlichem. Alles Naturprodukte. So, und das ist alles Schreiner- und Tischlerarbeit. Das heißt, das könnte jetzt auch einer Kindertagesstätte sein, oder? Genau, es ist alles sehr stabil. Wie ich gesagt habe, alles mit Tischlerplatten, mit Echtholzfurnier. So, bitte nochmal, was du sagen wolltest. Da wackelt gar nichts. Da wackelt gar nichts, hat sie Ich gesagt. rüttle da jetzt richtig dran. Und die Simone, das ist eine ganz kräftige, wie du siehst, ja, die kann da unglaublich rütteln dran. Dann die Küche, sowas habe ich in dieser Bauform noch nie gesehen. Du hast eine riesen Küche mit drin. Also ich denke, die Zielgruppe ist wahrscheinlich nicht die Leute, die dann im Prinzip auf die Waschbrettpiste fahren in die Sahara, sondern ihr habt wahrscheinlich Leute, die können auch mal raus beim 4x4, aber viele sind so unterwegs auch bei euch, oder? Auch mal am Platz? Gut, die meisten unserer Kunden sind auf der ganzen Welt unterwegs. Die stehen eher sehr selten an dem Campingplatz oder an dem Stellplatz. Die sind auch wirklich auf der Piste unterwegs. Das ist auch kein Problem für den Aufbau. Das heißt, der hält auch so, wie ich sehe, die Möbel, die sind ja nicht miteinander verbunden. Das heißt, die können frei hängen. Wie sind die denn jetzt verbunden hier mit dem GFK an der Seite? Die sind durch Holzleisten an der Wand befestigt. Da passiert nichts, die halten. Da könnte man sich auch hinhängen. Sehr schön. Ja, die Bayern, ich sag's ja, wenn sie mal was in die Hand nehmen, Handwerker, dann sieht man hier, da ist, ich muss mal überlegen, wer könnte der Kühlschrank sein? Ein Kissmann drin, ja, aus München. Das heißt, es bleibt in Bayern, oder wie? Genau. So, und der ist sehr leise. Ja, Kissmann, die modifizieren die Kühlschränke, muss man sagen, auf eine Art und Weise, dass sie auch reisetauglich werden. Und sie machen sehr kalt, oder? Ja, die funktionieren sehr gut. Wir sind selber sehr damit zufrieden, auch unsere Kunden sind sehr zufrieden. Nicht reinsteigen. Nee, ich wollte nur das Größte Obwohl es das wahrscheinlich aushalten würde. Was natürlich ein nettes Detail ist, ist hier das kleine Fensterchen, was du hast. Das ist ein Fernseher. Sowas habe ich noch nie gesehen. Der Fernseher ist einfach verräumt. Er bleibt während der Fahrt da, wo er soll. Und natürlich optisch noch ein kleines Highlight, dass der einfach in dem Vollholzrahmen verbaut worden ist. So, jetzt kriege ich es aber nicht mehr rein. Das ist nicht so schlimm, da Einfach vorne sind. festdrücken. Einfach feste drücken, ja. Ja, so muss es sein, denn er soll ja auch nicht rauskommen. So, Gläser. So, Gläser, insgesamt 6 Stück. Auch das habt ihr auf der CNC gemacht oder von Hand? Genau, unser Möbelbau wird auf einer CNC-Maschine produziert, im Prinzip zugeschnitten. Und dadurch können wir natürlich auch so Kleinigkeiten machen wie den Gläserhalter. So, schnell, da vorne sieht man, hier kann man ein Bett umbauen. Da hat man eine Rundsitzgruppe mit drin, Echtleder, auf Ja. Wunsch. Genau, Echtleder auf Wunsch. Alle möglich verschiedenen Farben, auch Stoffe, viele verschiedene. Kann sich der Kunde ganz individuell aussuchen. Wie sieht es mit den Dekoren aus? Kann ich mir auch die aussuchen? Also anderes Holz oder Optik? Die Holzarten sind im Prinzip komplett flexibel wählbar. Hier haben wir eben Ahorn, in den anderen Fahrzeugen sehen wir dann noch die anderen Hölzer und die Arbeitsplatten und so weiter. Da haben wir auch einige verschiedene Schichtstoffe, die man da wählen kann. Also ganz, ganz großes Kompliment. Ist wieder mal was ganz anderes. Die sehen zwar optisch entsprechend konservativ aus. Sie hat eben noch gefragt, warum stehen die in der Premiumhalle? Ich bin ganz ehrlich. Und da habe ich gesagt, weil das hier Reisemobile sind. War ich aber auch noch nicht dran gewesen. Ja, du hast nämlich von außen geguckt, alle sehen ein bisschen ähnlich aus, ja, muss man sagen. Hier muss man ein bisschen was sagen, das hier ist echte Handarbeit für die Ewigkeit gebaut. Also absolut das Beste vom Besten. Ja, wir bauen natürlich eine sehr, sehr hohe Qualität. Und legen nicht ganz so viel Wert auf das Design, eher auf die Funktionalität und auf die Langlebigkeit. Finde ich gar nicht. Also das Design finde ich sensationell gut, weil du einfach diese
das Holz auch mal ein bisschen leben lässt. Die meisten, die versuchen, das ja irgendwie reinzupacken, das soll ja auch noch in 10 Jahren zeitlos sein. Also das ist ja das große Problem. Aber du hast heute einen Trend und dann, weißt du? Ich glaube, er meint auch damit nicht so viel Schnickschnack, wie Licht an der Seite und dies und das Designelement. Ja. So, indirekte Beleuchtung hast du ja trotzdem, dann kann man die Möbelfronten ja immer noch tauschen, weißt du? Du kannst ja nach 4, 5 Jahren sagen, ich setze mal hier rotes Holz ein, grünes, blaues, also die Fronten könntest du ändern. Das wollen die aber gar nicht, die meisten. Die meisten sind happy damit, oder? Wie es ist. Ja, die suchen sich am Anfang ihr Holz aus und behalten das dann auch. Wir können das natürlich auch immer wieder aufbereiten. Das Ganze wird dann einfach ein bisschen abgeschliffen und wird wieder frisch eingeölt und dann habe ich wieder den Neuwagencharakter. Andreas, das Bad, ganz wichtig. Da habt ihr eine Trenntoilette, was ist das? In dem Fahrzeug hier haben wir jetzt eine Trockentrenntoilette verbaut, ja. Glisana, der ist da rumgelaufen, hat ausgemessen. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht, das Einschweißen? War bis jetzt noch keine Frage, wird aber in Zukunft bestimmt auch noch kommen. So. Aber bei uns kann man sich die Toilette aussuchen, wie man möchte. Cinderella zum Beispiel, eine Verbrennungstoilette, habt ihr die schon mal verbaut, eigentlich jemals? Bis jetzt noch nicht, nein. Also Trenntoilette ist es so meistens, oder, bei euch? Trenntoilette oder die Zerhacker-Toilette mit Festtank. Mit Festtank, okay. Tankvolumen hier an Wasser, Frischwasser? Hier haben wir jetzt 270 Liter Frischwasser und 220 Liter Abwasser. Gut, also wie im großen Liner, aber natürlich Möbelbau. Die Frage muss man stellen, es klappert hier nichts? Nein. Lacht. Ja gut, du weißt ja, wie es ist. Du fährst, es knirscht, es klappert. Das hast du in normalen Reisemobilen, wo der Möbelaufbau auch mal mitarbeitet. Hier arbeitet ja nichts. Aber das ist ja wohl ein Kracher, oder? Mhm. Guck mal hier. So, wir haben gesagt, 3x 10 Minuten. Ich glaube, wir kommen später nochmal wieder, wie es da aussieht. Und dann hier das Schlafzimmer. Das ist mit der Treppe zum Rausklappen. Minuten, oder? Nee, es geht nicht, weil es ist so schön hier drin. Also du hast Längsbetten? Genau, hier haben wir jetzt Längsbetten. Haben wir eigentlich in fast allen unseren Grundrissen, wird auch immer mehr gefragt. Was ich cool finde, ist, dass du das Schlafzimmer abtrennen kannst. Das haben viele nicht. Genau. Also da ist nur ein Vorhang drin, sondern hier kannst du richtig zumachen. Dann kannst du hier abschließen auf Wunsch. Also wenn ein Kunde es wünscht, beziehungsweise ist hier drauf. Das heißt, man kann das Fahrzeug auch über See verschiffen. Genau, das ist kein Problem. Und bei der Schiebetüre geht es im Prinzip einfach erstmal darum, dass ich das Fahrerhaus komplett abtrennen kann. Weil während ich stehe, brauche ich das Fahrerhaus ja nicht. So, und dann ist eine kleine integrierte Treppe mit drin. Die kenne ich schon von anderen. Und dann kann man hochgehen und hat auch noch so viel Stehhöhe, dass ich auch noch mal lesen kann drin. Also wenn man sitzt, meine ich. Wir haben über 80 cm über der Matratze. Das heißt, für fast jeden Sitzhöhe. Deswegen haben wir den Alkoven so hoch gemacht, dass man einfach oben noch mal sitzen kann. So, Andreas, wir kommen später noch mal wieder. Erstes Video, ich bin begeistert. Was ihr nicht, ich sag mal, fühlen könnt, ist die Haptik. Also das bedeutet hier, wenn du reinkommst, der Geruch, das Öl, es riecht so original, als wäre ich noch ein Kind in der Kindertagesstätte. Also auch die Qualität, wenn das anfasst, das ist alles irgendwie, da kann man was dagegen kommen. Das Holz kriegt wahrscheinlich noch ein bisschen Patina dann und das war's, oder? Genau, das Holz ist absolut stabil und wird viele Jahrzehnte halten. Kann ich, wenn ich jetzt was habe und sage jetzt zum Beispiel nach irgendwie 10, 15 Jahren den euch nochmal bringen, ihr macht zum Beispiel die Geräte nochmal neu, also bringt es mal auf den neuesten Standard, geht das? Das ist kein Problem, ja. Es kommen immer mal wieder Kunden, die dann feststellen, wir brauchen nochmal irgendwo eine Einteilung in die Schublade oder nochmal irgendwo ein Fach hin. Sowas ist kein Problem. 10 bis 15, hast du gesagt, Fahrzeuge im Jahr? 15 bis 20. 15 bis 20, also fast jeden Monat 2. So. Genau. Cool, ihr wollt auch nicht groß wachsen, nehme ich an, oder? Wir sind zufrieden mit unserer Größe und wir wollen die Größe auch beibehalten, dass wir auch einfach die Qualität und den Standard, den wir in den Fahrzeugen bauen, beibehalten können. Kriege ich in diesem Jahrzehnt noch ein Auto? Ja. Ungefähr die Wartezeit? Ungefähr 2 Jahre. 2 Jahre. Aber wer nie bestellt, Simone, kriegt auch nie ein Auto. So ist es. Komm, wir gehen schnell raus. Dann machen wir eine kurze Zwischenmoderation. Ich verspreche dir, wir kommen nochmal wieder. Heute letzter Tag der Messe. Ist das hier eine Messe, wo du auch was schreibst oder ist das nur hauptsächlich Beratung, wo Kunden schon mal kommen, sich das erstmal anschauen? Wir machen hauptsächlich Beratung hier, machen dann einen Termin bei uns zu Hause aus. Da kann man dann einfach in Ruhe das Ganze nochmal anschauen und hat auch ein bisschen mehr Zeit. So, und hier vorne sieht man sehr schön Simone. Roland Fries, bitte kommen Sie an die Information am Eingang Ost. Marlene Fries sucht ihre Eltern. Ich wiederhole, Astrid und Roland Fries, bitte kommen Sie an die Information am Eingang Ost. Marlene Fries sucht ihre Eltern. So, jetzt ist es auf jeden Fall öffentlich, ja. Und was haben wir gelernt über die Blinker bei Mercedes-Benz, wenn sie hoch sind?
Warte, lass mich ganz kurz überlegen. Komm mal mit, ich zeig's dir mal gerade. Also wenn sie höher sind... Ach so, ja, jetzt weiß ich's. Der ist dann quasi, also der ist dann schon höher gelegt. Warum? Der ist Weil höher er, gelegt, weil er... Allrad hat. Allrad hat, ja. 5 Punkte. Applaus. Simone Zöller am Stand von Dopfer. Und es ist wirklich krass. Eine Kultfirma nicht aus Franken, sondern aus Bayern. Tschüss, danke fürs Einschalten.